willkommen wieder bei meinem Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5. Und zwar werde ich heute ein Video machen, was ich sehr, sehr häufig gefragt werde. Und zwar, wie teuer ist der MX5, beziehungsweise wie teuer sind die ganzen Umbauten, die ich gemacht habe, wie teuer sind die insgesamt und halt, was habe ich dafür bezahlt. Und da wollte ich heute einfach mal ein Video drüber machen, weil das wirklich, ich glaube, mit ist alles eingetragen. Die meiste Frage ist, die ich so gestellt werde oder die ich halt irgendwie so gestellt bekomme. Ich habe mir eine Liste gemacht, alles zusammengerechnet und dann werdet ihr am Ende des Videos erfahren, wie viel mich das Ganze gekostet hat, damit der hier jetzt genauso hier steht, wie er jetzt ist. Natürlich ist dabei auch ausgerechnet, wie viel die ganzen Sachen gekostet haben zum Eintragen oder zum Beispiel das Abstimmen und sowas, das ist alles rausgerechnet. Also wie gesagt, nur die einzelnen Teile, ja, wie viel die gekostet haben. Und ich habe mir eine Liste gemacht, die muss ich mal kurz raussuchen. Und zwar fange ich als erstes an mit allen Sachen, die außen sind, also Kotflügelverweiterungen, Lippe hier unten, Felgen und sowas. Danach gehe ich in den Innenraum, also Shortshifter, was habe ich noch im Innenraum gemacht, die ganzen Anzeigen. Und dann als letztes gehen wir Motorraum bzw. die ganzen Sachen wie Auspuff, Turboumbau, Ladeluftkühler, Ölkühler und sowas. Ja, da habe ich mal 3 Punkte gemacht, wo ich jetzt als erstes beigehen werde. Ich weiß nicht, es gibt bei YouTube so ein Feature, dass man das so einblenden kann, so zum Beispiel Außen, Innen und Motorraum und sowas. Das mache ich jetzt, damit ihr halt genau sehen könnt, falls euch interessiert, was ich jetzt alles im Innenraum verbaut habe. Ja, dann könnt ihr da direkt hinspringen. An sich, es gibt auch zu jeder Sache, die ich hier aufzählen werde, gibt es auch ein separates Video davon auf YouTube, also von mir halt. Müsst ihr einfach mal auf meinem YouTube-Account gehen und dann halt einfach, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Fahrwerk, das KW-Fahrwerk, einfach mal suchen und dann findet ihr es auch. Übrigens, die ganzen Preise, die ich jetzt aufzählen werde, sind Preise, die ich jetzt so aus dem Internet gefunden habe, wo ich halt nicht mehr genau wusste, wie viel das gekostet hat. Und zum Beispiel beim Turbo-Kit habe ich einen anderen Preis genommen, als die jetzt irgendwo gelistet sind. Also ich habe die Preise genommen, die entweder jetzt irgendwo verfügbar sind oder wo ich noch weiß, wie viel das genau gekostet hat. Manche Sachen, die hier drin stehen, wie zum Beispiel Auspuffanlage, die gibt es so nicht mehr zu kaufen, so wie ich die jetzt habe. Da gibt es nur noch eine abgewandelte Form. Deswegen, das wollte ich mal ganz kurz sagen. Ich fange jetzt als erstes an mit Außen und da fangen wir auch direkt an mit der Lippe vorne. Die Lippe vorne habe ich von IL Motorsport. Das ist eine Airdam Lippe oder einfach nur Lippe. Müsst ihr einfach mal bei IL Motorsport, ich werde jetzt auch die ganzen Marken dazu sagen, wo ihr das finden könnt. Wie gesagt, ist von IL Motorsport eine Lippe, die hat, oder der Preis jetzt auf deren Seite ist 210 €. Gefolgt davon sind die Seitenschweller auch von IL Motorsport gekauft. Die haben 232 € gekostet oder kosten 232 €. Die beiden Teile haben auch beide Teilgutachten dabei. Manche Sachen, die ich hier eingebaut habe, zum Beispiel wie Kotflügelverbreiterung oder die Felgen hier vorne, die haben kein Gutachten. Das werde ich jetzt aber nicht immer dazu sagen. Als nächstes kommt von KG Works der Spoiler. Der kostet jetzt 191 €. Den habe ich, glaube ich, aber sogar bei eBay gekauft oder eBay Kleinanzeigen gekauft. Aber man findet den einfach mal bei Google KG Works eingeben oder KG Works Spoiler MX5. Dann findet man den. Ja, als nächstes gehen wir bei den Felgen bei und das sind die Japan Racing JR12. Die Felgen haben mich insgesamt 852 € gekostet. Die Größe, für alle, die es interessiert, das ist eine 16x9 ET10 mit einem 215er 35/16er Reifen. Ich glaube, so ist es richtig. Natürlich auf den Felgen müssen Reifen drauf. Dann habe ich einmal Falkenreifen drauf. Ich habe keine Ahnung, was genau für welche sind. Haben mich auf jeden Fall 280 € gekostet. Größe habe ich ja gerade schon mal gesagt. Dann habe ich einmal von Carbon Miata die Verbreiterung, die Kotflügelverbreiterung, kostet 258 €. Kann man aber bei, ich glaube, IL Motorsport SPS kriegen, also SPS Motorsport kriegen oder halt bei Carbon Miata direkt auf Seite. Als nächstes kommt das Fahrwerk, das ist ein KW Variante 1 Fahrwerk, hat mich 997 € gekostet oder kostet jetzt 997 €. Dann als nächstes kommen die Distanzplatten, die sind von Aibach. Die haben mich 180 €, alle 4 gekostet. Das sind 30er Distanzplatten, um das Ganze hier so ein bisschen schöner auszufüllen. Als nächstes kommt einmal der Bremsbelag und die Bremsscheiben. Der Bremsbelag ist von EBC, das sind die EBC Green Stuff. Haben mich 144 € gekostet und die Bremsscheiben von Brembo, hier stehen jetzt 49 €. Ich weiß nicht, ob die 49 € gekostet haben. Wenn das was anderes gekostet hat, schreibe ich das jetzt genau hier hin. Ich wollte die Bremsscheiben eigentlich auch von Brembo haben. Von EBC haben, nur das ging nicht, weil die hatten kein Teilgutachten und allgemein kein Gutachten. Kann sein, dass sie es jetzt haben, aber deswegen habe ich halt einfach Brembo Bremsscheiben genommen. Dann habe ich einmal eine Kotflügelstrebe eingebaut. Die Kotflügelstrebe ist hier hinten, sieht man das da unterm Kotflügel verbaut, einmal auf beiden Seiten vorne.
Die sind von Ultra Racing und haben mich 77,68 Euro gekostet. Ich habe es jetzt einfach von Pfund in Euro umgerechnet, also aufgerechnet 178 Euro. Dann als nächstes habe ich das Diff. Das habe ich von eBay Kleinanzeigen gekauft. Das ist ein Differential von dem NB MX5, den 1,8 Liter NB MX5. Da muss man einmal, also das ist ein Torsen-Differential, ein Torsen 2 Differential oder Torsen Typ 2 Differential. Im MX5 normalerweise ist ja ein offenes Differential drin und hier habe ich jetzt ein Torsen Differential eingebaut, damit ich so ein bisschen quer fahren kann und hält übrigens auch ein bisschen mehr das Differential, deswegen so ein guter Grund. Das hat 300 Euro gekostet, da muss ich einmal, oder wenn ihr den Swap auch machen möchtet, habe ich auch ein Video darüber gemacht, da muss man einmal die Kardanwelle, natürlich das Differential und die beiden Achsen, oder wie heißt das? Achsen? Antriebswellen? Antriebswellen, genau. Die beiden muss man tauschen und dann kann man das ohne Probleme einfach überswappen und dann hat man ein geschlossenes Differential bzw. ein Torsen-Differential, wo man dann ein bisschen quer fahren kann. Vorletzte Sache sind HR-Stabilisatoren. Die habe ich einmal vorne und hinten habe ich zwei, also halt einen drin, also halt Stabilisatoren vorne und hinten. Das kostet insgesamt 430 Euro und ganz am Ende kommt nochmal ein Kennzeichenhalter. Das ist der hier vorne, den man absolut nicht sieht, der so nicht mehr hier vorne in der Mitte ist, sondern jetzt hier unten vor, damit Luft erstmal in die Kühlung bzw. vorne in den Ladeluftkühler und in den Wasserkühler und in den Ölkühler reingeht. Und vorher hatte ich ja da das Kennzeichen vor. Und das hat im Prinzip vorne fast alles zugemacht. Deswegen habe ich den jetzt hier zur Seite gepackt. Sieht auch an sich relativ geil aus. Ja, das war's an sich mit außen. Und es kann sein, dass ich eine Sache vergessen habe. Falls mir jetzt irgendwas bestimmt noch einfällt, was ich irgendwie vergessen haben sollte, dann schreibt das noch irgendwie hin. Ich werde jetzt hier drunter oben hinschreiben, wie viel das Ganze gekostet hat. Ungefähr hierhin, wie viel das Ganze gekostet hat, mich das Auto außen zu modifizieren, beziehungsweise, ja, Fahrwerk ist jetzt auch für außen, also was halt außen cool aussieht. Ich meine, Differential und HR-Stabis hätte man noch woanders rein tun können. Egal. Und dann würde ich sagen, ich gehe direkt weiter und fange im Innenraum an. Als erstes habe ich, glaube ich, sogar im Innenraum gewechselt die Poly-Türführung. Die habe ich von Can Auto Japan. Kann man, glaube ich, bei IL Motorsport noch kriegen. Also konnte man früher auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch kann. Die einmal für beide Seiten haben mich 58 Euro gekostet. Und die machen das Auto an sich, wenn man das zusammen verbaut mit den Kotflügel-Braces oder mit den Kotflügelstreben, dann nochmal ein Domstrebe und dann die dazu, dann hat man ein sehr, sehr starres bzw. ein sehr stabiles Auto, sag ich mal so. Fühlt sich auf jeden Fall stabiler an, weil sonst der MX5 Serie fühlt sich so ein bisschen an, wenn du da über so einen Huckel fährst, dass das Auto so ein bisschen sich immer so verbiegt. Ja, kommt zur nächsten Sache, die ich eingebaut habe. Das sind einmal die Sitze von SPS Motorsport. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Das sind auf jeden Fall von SPS Motorsport Sitze. Die haben mich 1405 Euro und 58 Cent gekostet, um genau zu sein. Das sind einmal die beiden Sitze mit den beiden Sitzführungen. Relativ genau gleichzeitig habe ich auch noch den Überrollbügel von SPS eingebaut. Das ist der Überrollbügel XL Diagonal. Das habe ich auch noch eingebaut. Der hat mich 605 Euro gekostet. Dann als nächstes habe ich einen Shifter. Also ich werde das jetzt nicht in Reihenfolge machen oder sowas. Das ist jetzt einfach so, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall habe ich auch noch einen Shifter verbaut. Einen IRP Short Shifter für 439 Euro. Das ist halt ein Short Shifter. Kann man schneller mitschalten, beziehungsweise ist auch sehr viel geiler, wenn man den Schaltknüppel hier oben hat und nicht irgendwie hier unten, weil dann so und dann wieder zum Lenkrad greifen. Ist schon geiler, wenn man so fährt und dann hier zack schaltet, dann zack schaltet. Fühlt sich erstens geiler an und ist auch 2-1 einfach geiler. Ja, als nächstes habe ich dann einfach mal alle Anzeigen, die ich drin habe, zusammengerechnet. Ich habe einmal drin eine Öldruckanzeige, eine Öltemperaturanzeige, eine Ladedruckanzeige, eine Wassertemperaturanzeige und eine Lambda-Anzeige bzw. AFR-Anzeige. Die haben mich insgesamt 397 Euro gekostet. Die meisten Anzeigen habe ich von Amazon, also die ganzen Ladedruckanzeigen und sowas. Und die habe ich von SPS, die Lambda-Wertanzeige, also die Breitband-Lambda-Sonnenanzeige, die habe ich von SPS. Dann habe ich noch zwei kleine Sachen eingebaut. Das sind einmal Feuerlöscher für 20 Euro. Die Halterung habe ich selber gebaut. Ist immer ist immer ein bisschen besser oder für mich ein bisschen sicherer, wenn ich da einen Feuerlöscher eingebaut habe, falls ich ein ganz kleines Feuer habe. Also jetzt, wenn das Auto lichterloh in Flammen steht, dann bringt mir der Feuerlöscher auch nichts. Aber den habe ich einfach nur zur Sicherheit, falls irgendwie ein ganz kleines Feuer da ist oder falls irgendjemand anders ein kleines Feuer hat. Und ja, dann kann ich auf jeden Fall helfen mit einem kleinen Feuerlöscher. Auch wenn ich zum Beispiel einen Brand irgendwie im Motorraum haben sollte oder sowas, dann kann ich da wenigstens das Feuer löschen oder halt ein bisschen eindämmen, bis irgendwie das Feuer richtig gelöscht werden kann, bis Feuerwehrleute kommen. Oder halt, wie gesagt, falls ich ein kleines Feuer habe, kann ich das damit ausmachen. Ist zwar der ganze Motorraum dann höchstwahrscheinlich komplett dreckig und das ganze Zeug wird sich überall reinfressen.
aber dann brennen wir das Auto wenigstens nicht ab. Ist ein bisschen besser, finde ich. Und als letztes habe ich noch zweimal die Türverkleidung neu gemacht. Das sind einfach irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Material. Auf jeden Fall einfach so zwei große Platten aus irgendeinem Kunststoff genommen. Habe ich insgesamt 20 Euro gekostet und kriegt man bei eigentlich jedem Baumarkt. Wer es genauer wissen möchte, der kann einfach das Video anklicken oder einfach das Video angucken, was ich gemacht habe. Nicht das erste, wo ich die versucht habe neu zu polstern, weil das ging vollkommen in die Hose. Und zwar das zweite, was ich gemacht habe, wo ich jetzt die komplett neu gemacht habe. Das ging nicht so doll in die Hose wie das andere. Ja, wie gesagt, 20 Euro bei irgendeinem Baumarkt, da wird man schon was finden. Und man kriegt, glaube ich, auch so Aluminium-Türpappen. Kriegt man auch bei manchen Herstellern zu kaufen. Die sind dann aus Aluminium oder ich glaube, gibt es auch welche aus Carbon und sowas. Aber ich habe die jetzt einfach aus irgendeinem ABS gemacht oder so. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, und das war es eigentlich auch schon im Innenraum. Mehr habe ich da nichts groß gemacht. Den Preis, den ich da insgesamt für bezahlt habe, beziehungsweise das, was ich dafür insgesamt ausgegeben habe, seht ihr jetzt hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt und das ist einmal der Motorraum, wo auf jeden Fall sehr viel mehr Geld reingegangen ist. Angefangen mit dem Auspuff, das ist ein Big in Japan Performance Auspuff. Wie gesagt, den gibt es so nicht mehr zu kaufen. Ich habe den im Prinzip ohne Schalldämpfer gefühlt, beziehungsweise mit zwei kleinen Schalldämpfer. Habe ich einmal den Endtop, also den Endschalldämpfer, und dann habe ich einmal einen Mittelschalldämpfer, sage ich jetzt mal so. Ist brutal laut, das Scheißding, ist aber geil. Aber so kriegt man den nicht mehr zu kaufen. Man kriegt den nur noch zu kaufen mit Endschalldämpfer. Dann hat man so hinten, wo der normale Schalldämpfer ist, schon so einen großen Schalldämpfer oder nochmal so einen kleinen Mittelschalldämpfer. Ja, kriegt man auch so an sich nicht mehr eingetragen, also kriegt man nirgendwo wirklich mehr eingetragen. Da war vor ungefähr 3 Jahren, wo ich das Ganze eingetragen habe, da waren die Gesetze noch ein bisschen besser, beziehungsweise ein bisschen seichter. Da hat man solche Sachen noch eingetragen bekommen, nur jetzt ist, glaube ich, an sich keine Chance mehr, die Sachen einzutragen. Dann in Verbindung mit dem Auspuff habe ich auch noch einen Cut, das ist ein HJS-Cut. Den habe ich für 480 Euro bei SPS gekauft. Ist ein Cut mit einem 2,5 Zoll Anschluss, also so ein Einschweiß-Cut. Dann geht es weiter mit dem Turbo-Kit. Da muss ich auch noch sagen, das Turbo-Kit kostet, glaube ich, jetzt auf der SPS-Seite ein bisschen mehr. Ich habe das Turbo-Kit mit dem GT2560R. Das hat früher, wo ich es gekauft habe, also Frühjahr 2018, hat das 4.500 Euro gekostet. Ich glaube, jetzt ist das ein bisschen teurer, aber jetzt sind noch mehr Sachen dabei, weil früher, wo das Turbo-Kit kam, beziehungsweise wo ich das gekauft habe, waren so ein paar Sachen noch nicht eingerechnet, zum Beispiel die Anzeige, die Lambda-Anzeige war nicht mit eingerechnet und sowas. Da musste ich noch ein paar Sachen kaufen. Aber jetzt, ich glaube bei SPS kostet das Ding nicht viel mehr, ich glaube 5.000 Euro, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel das kostet. Und bin damit, muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt noch absolut zufrieden. Und habe bisher auch noch gar kein Problem mehr gehabt mit dem ganzen Turbo-Kit oder allgemein mit dem Turbo. Das läuft wie am ersten Tag wirklich extrem gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann kommen wir weiter zum Ölkühler, beziehungsweise die Ölkühler-Lines, also die Sachen, die zum Ölkühler hingehen und halt den allgemeinen Ölkühler. Der Ölkühler, ich habe keine Ahnung, was das für ein Ölkühler war. Ich habe den mal zusammen gekauft mit einem Set für so einen Fanshroud von IL Motorsport, nur hat der Fanshroud nicht gepasst mit dem Turbo-Kit und das hat gleichzeitig auch nicht gepasst mit, also ich habe ja jetzt auch noch einen neuen Wasserkühler drin oder einen anderen Wasserkühler drin, der nicht nur so dick ist, sondern so. Und das hat dann ganz nicht mehr gepasst. Da habe ich einfach den Ölkühler dann hergenommen, weil ich da halt einen hatte. Und dann habe ich auch noch die Ölkühler-Lines, also die Schläuche, die kamen da auch mit bei. Die habe ich auch einfach genommen und da habe ich mir was selber zusammengefrickelt. Da habe ich mir, glaube ich, auch noch von Mishimoto, ist glaube ich auch noch eine Ölkühlerleitung. Das ist alles so ein bisschen zusammengebaut und ja, so ein bisschen self-made. Dann habe ich auch noch einen Filter-Reroute gemacht. Ich habe jetzt den Ölfilter nicht mehr unten am Block direkt. Ich habe den jetzt im Motorraum ungefähr hier. Ja, dort sieht man gar nicht. Da ungefähr hier. Da kann ich ihn einfach besser wechseln. Das Ganze hat mich 48 Euro gekostet und ich glaube, ich habe das Ganze von Amazon. Ich habe keine Ahnung, wo ich es sonst her haben sollte. Dann habe ich eine Kühlerabdeckung von Yas Performance oder von Yas Performance, wie man das auch immer ausspricht. Die kommen aus England, habe ich den noch herbestellt. Kriegt man aber, glaube ich, auch bei SPS. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so eine Kühlerabdeckung, die
hier vorne vor einen Kühler hingeht. Also man hat ja normalerweise, hier kann ich es am besten zeigen, hier ist der Kühler hier hinten ungefähr, ja doch, hier hinten ungefähr. Und hier vorne hat man halt die Stoßstange, wo das halt angeht. Luft geht hier vorne rein, dann soll sich das eigentlich schön durch den Kühler drücken, damit man maximale Kühlperformance hat. Ja, wenn du da keine Platte hast, dann geht die Luft natürlich nimmt dann den geringsten Widerstand und geht dann hier oben durch und dann hier vorne vorbei, schön am Kühler vorbei, was man natürlich nicht möchte. Und deswegen die Platte setzt man einfach hier oben drauf, zwischen Kühler und hier vorne der Stoßstange. Und dann geht die Luft da nicht durch und geht dann komplett einfach durch einen Wasserkühler, Ölkühler oder was man davor auch immer hat. Das Ganze hat mich 45 € gekostet. An sich, wie gesagt, ist eine sehr, sehr gute Investition, um ein bisschen mehr Kühlperformance zu haben. Dann habe ich einmal ein Wischwasser Relocation Kit gekauft. Normalerweise hat man den Wischwasserbehälter da hinten und ich habe den jetzt dort vorne direkt vor der Scheibe, also für die Kamera ungefähr da. Da unten habe ich den jetzt. Den habe ich von Bofi Racing gekauft. Das ist aber ein Dave Fab Wischwasser Relocation Bottich. Der Wischwasserbehälter hat mich 118,46 € gekostet. Ja, kommt mit allem, was man braucht und ist aus Alu geschweißt und dann schwarz, ich glaube lackiert oder pulverbeschichtet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Macht halt das, was es machen soll. Ein bisschen mehr Platz im Motorraum haben und den einfach da hinten, wo halt sowieso sonst nichts ist. Ja, das Ganze da schön ausfüllen und Platz schaffen auf jeden Fall. Dann habe ich noch die Domstrebe. Die habe ich auch von Ultra Racing. Die hat mich 114,90 € gekostet. Ich glaube, die habe ich auch bei Bofi Racing gekauft. Domstrebe kommt halt zwischen den beiden Domen und ja, dann hat man vorne halt ein bisschen mehr Stabilität. Dann, wie gerade schon angesprochen, habe ich einmal den Mishimoto Wasserkühler drin. Der Mishimoto Wasserkühler hat mich 253 € gekostet. Das habe ich in Verbindung mit einem Mishimoto Fan Shroud, den ich vor kurzem eingebaut habe. 2 Lüfter und dann ziehen die halt schön Luft dadurch. Der Fan Shroud hat mich 198 € gekostet und der Wasserkühler, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber hat mich 253 € gekostet. Ist auf jeden Fall, falls ihr den Wagen Turbo ladet oder falls ihr das Auto sowieso ein bisschen schneller bewegt, sage ich es mal so, dann solltet ihr auf jeden Fall den Wasserkühler und den Fanshroud kaufen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, kommen wir zu den letzten paar Sachen. Das ist einmal die Benzinpumpe. Das ist eine Deechworks, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube eine Deechworks 100 ist das, glaube ich. Die hat mich 93 € gekostet, habe ich eingebaut, weil ich einfach zu wenig Benzin gekriegt habe, gerade beim Querfahren und sowas. Ja, dann habe ich auch noch Motorlager, auch wieder PU-Motorlager. Das sind von Bofi Racing Motorlager und haben mich 62 € gekostet. War richtig scheiße einzubauen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber tun das, was sie machen soll, den Motorlagern. Dann einmal Kupplung und Schwungscheibe habe ich auch noch gewechselt. Die Kupplung habe ich eine Competition Clutch Stage 3, glaube ich, eingebaut. Haben mich 376,72 € gekostet. Und dann habe ich einmal eine Schwungscheibe, auch von Competition Clutch, das ist so eine Lightweight Schwungscheibe, ich glaube die wiegt 3 Kilo oder sowas. Die hat mich 309,25 € gekostet. Und ja, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den ich eigentlich schon viel früher hätte sagen müssen oder sollen. Das sind einmal die Zündkerzen. Ja, sind aber 4 Zündkerzen, 90,84 € haben die mich gekostet. Ist jetzt glaube ich auch, wenn ihr bei SPS das Motor oder das Turbo Kit kauft, sind die direkt dabei. Ja, und das war's an sich mit der Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Das sind sehr, sehr viele Sachen gewesen. Ich weiß auch nicht, wie lange das Video ist, weil ich muss die Kamera schon zweimal neu starten, also nicht neu starten, aber die Aufnahme neu starten, weil die eben nur 16 Minuten am Stück aufnimmt. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum Preis, wie viel mich das ganze Tuning gekostet hat, ohne Eintragen, ohne Zulassen, ohne Abstimmen, ohne Einbau, also Einbaukosten. Und zwar hat mich das Ganze gekostet 14.836 € und 43 Cent. Ja, ist eine gute Summe. Ist auch das Auto noch nicht bei gerechnet. Ich glaube, das Auto hat früher, wo ich es gekauft habe, 2017, habe ich dafür, glaube ich, 4.500 €, irgendwie sowas bezahlt. Ja, aber wie gesagt, 14.836 €. Die ganzen Sachen, wie zum Beispiel hier vorne, sieht man das? Ja, die Dress-Up-Bolts oder die Dress-Up-Schrauben. Und Lack und alles, was dazugehört, ist jetzt nicht, oder vieles, was dazugehört, ist jetzt nicht mit dazu gerechnet. Deswegen könnte man ungefähr aufrunden auf
15.000 € hat mich das Ganze gekostet, um den jetzt genau so stehen zu haben, wie der hier jetzt steht. An sich einen sehr, sehr guten Preis. Man hätte dafür ein anderes Auto kaufen können oder man hätte dafür sehr viele Autos kaufen können, die erstens mehr Leistung haben und zweitens vielleicht ein bisschen mehr Komfort oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld, was ich da jetzt reingesteckt habe, das ist schon sehr, sehr gut reingesteckt, sehr, sehr gut investiertes Geld, weil dieses Auto bedeutet mir schon echt sehr, sehr viel. Ich bin auch sehr froh, das Auto zu haben und das es so machen zu können, wie ich es machen konnte. Und jetzt im Prinzip habe ich hier wirklich einen meiner Traumautos stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich das so gemacht habe. Ja, für kein Geld der Welt würde ich das Auto hergeben. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie viel das Ganze gekostet hat. Das Auto baue ich jetzt seit 2017, falls jemanden interessiert. Baue ich jetzt irgendwie seit Anfang 2017, habe ich damit angefangen mit dem Auto. Ist jetzt einen sehr, sehr weiten Weg gekommen und jetzt gehe ich bei der einzigen Sache bei, wo ich noch nicht beigegangen bin. Und zwar, das ist der Motor bzw. die Innenteile des Motors. Da bin ich bisher noch gar nicht beigegangen. Ich habe den Motor noch komplett zugelassen. Das Einzige, was ich geöffnet habe beim Motor, ist wirklich der Ventildeckel. Und da gehe ich jetzt bei, das wird jetzt diesen Winter passieren. Wann das Ganze passiert, weiß ich noch nicht. Weil, wie ihr gesehen habt, ich habe den Motor jetzt, ich habe den MX-5 jetzt erstmal hinten in den Garten sozusagen gestellt. Weil an sich, ich weiß noch nicht, was ich mache. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich mache. Ich werde den Motor bauen. Ich möchte bei dem Auto ja noch ein bisschen mehr machen. Sprich, das ganze Auto nochmal komplett auseinandernehmen, komplett alles schön machen und dann wieder komplett zusammenbauen. Bin ich mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. Beziehungsweise auch, wann ich damit anfange. Weil ich habe, glaube ich, im vorletzten Video, was ich gemacht habe, ich, glaube ich, gesagt, ich will damit im November anfangen und sowas. Und wir haben jetzt schon, welchen haben wir heute? Wir haben den 13. November. Wenn ihr das Video seht, ist es, glaube ich, der 20. November. Ich will auf jeden Fall hoffen, dass ich dieses Jahr noch das Auto anfange zu bauen, beziehungsweise umzubauen. Da bin ich mal gespannt, was passiert, beziehungsweise was ich mit dem Auto mache und wie viel noch in Deutschland möglich ist mit Leistung und sowas. Das weiß ich nämlich auch noch nicht ganz genau, was man da so machen kann. Bin ich auch nochmal sehr gespannt. An sich, das war es jetzt mit dem Video. Übrigens, wir sind jetzt auch, es ist jetzt kurz vor dem nächsten Jahr und wir sind jetzt auch bei 1910 Abonnenten, glaube ich. Erstens möchte ich mich bei jedem bedanken, der die Videos geschaut hat oder der die Videos guckt. Ist insane krass, was man da für Feedback kriegt und was ich da allgemein für Feedback kriege und ja, wie viele Leute mir auch schreiben mit Fragen und wie viel das Auto mögen und sowas, ist echt insane. Danke an jeden, der die Videos guckt und der mich irgendwie supportet, Feedback gibt und danke auf jeden Fall dafür. Wie gesagt, der Kanal hat jetzt 1910 Abonnenten oder sowas und es ist jetzt so kurz vor 2000 und auch so kurz vor 2022. Gucken wir, wie die Abonnenten oder wie die 2000 Abonnenten noch vor 2022 schaffen, wäre insane krass. Ja, ich bin mal gespannt, was noch hier auf dem Kanal passiert. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr wisst jetzt, wie viel die ganzen Umbauten gekostet haben, wie viel ich für das Auto ausgegeben habe. Dann war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum. Weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.